Ich bin ein Speed-Junkie, die mit über 120 km/h die Bahn hinunterraste. Und seit meinem 10. Lebensjahr ist das Rodeln meine größte Leidenschaft. Im Internat des Sportclubs von Oberwiesenthal und später bei der Bundeswehr habe ich meine Fähigkeiten perfektioniert und eines Tages 6 Weltmeisterschaften gewonnen. This is where mental fortitude comes in. Ich wurde eine der erfolgreichsten im Rodeln. It is Deutschland, Deutschland, Deutschland. Einer Disziplin, die wir Deutschen seit einigen Jahrzehnten beherrschen. She's got a 0.3 of a second lead. And goal! Sugiano gets gold! Ein Sportlertraum ist wahr geworden. Ich bin Silke Otto, zweifache Olympiasiegerin. Das Gerücht die Runde, sie wolle zurücktreten. Das Gerücht über den sofortigen Rücktritt der erfolgreichsten deutschen Rodlerin aller Zeiten machte wie ein Lauffeuer die Runde. Silke war ja immer schon eine tolle Rodlerin, die immer vorne mit dabei war. Silke wirklich eine der fantastischsten Sportlerinnen. Gerade für so eine Sportlerin wie die Silke, die auch alles erreicht hat, ist es trotzdem ein unwahrscheinlich schwerer Schritt. Es war gestern ein schwerer Schritt, aber ich denke mal der richtige. Ich bin schwanger und habe jetzt eine andere schöne Verantwortung und der möchte ich mich einfach stellen. Schon schwanger in die Saison dann gegangen, musste es leider vor den Trainern verheimlichen. Der Einzige, der es wusste, war Ronald und mein zweitbester Mann, der Wolfgang Scholz und mein Mechaniker. In Königssee zum Weltcup aber gestürzt und irgendwo fängt dein Kopf dann auch an zu arbeiten. Rodeln ist quasi ja, fast wie Formel 1. Es ist ein Rennsport. Man muss immer auf der Hut sein. Oh, she's in trouble. Oh. Ist natürlich eine Risikosportart, deswegen ist das nicht ungefährlich, die ganze Geschichte. Ne? Wo ich dann gesagt habe, was machst du? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich schütze mein Kind, ich höre heute und jetzt auf. Solange wie sie Sport macht, dreht sich alles um den Sport. Das Ganze hat sich wohl ganz etwas abgeflacht. Jetzt sind andere Dinge wichtig. So, erstmal entspannen und dann. Zeiten haben was. Das Sportlerleben ist wunderschön, aber das Leben danach ist genauso schön mit Kindern. Also zu DDR-Zeiten wurde Sport natürlich sehr hochgeschrieben. Es wurde insgesamt die Bevölkerung angehalten, Sport zu treiben. Also jetzt musst du als Talent geboren werden zum größten Teil und früher wurden wirklich Talente gemacht. Zu DDR-Zeiten sind die Übungsleiter in die Schulen gegangen und haben sich die Kinder angeschaut, im Prinzip gesichtet. Ich war wahrscheinlich nicht ganz so klein und zierlich, wie dass ich für Geräteturnen geboren war, sondern ich war schon etwas vom Körperbau etwas kräftiger, aber jetzt schon sportlich. Ne? Und ja, und die haben sich halt mich rausgeguckt. Und dann kam meine Mutter vom Elternabend und hat mir gesagt, dass da jemand war und ich soll zum Rodeln gehen. So, und so bin ich zum Rodeln gekommen. Mein Anspruch ist immer sehr, sehr hoch gewesen. Also zumindest, ich bin so ein Typ, wenn ich was mache, dann versuche ich es richtig zu machen. Ich bin ein bisschen ein Scheidungskind und es war damals vielleicht nicht ganz lustig zu Hause. Meine Eltern haben sich oft ein bisschen in die Haare gehabt und habe ich vielleicht auch im Sport meinen Ausweg gesucht. Vor allen Dingen Risikobereitschaft, antizipieren, vorausschauend zu fahren, das ist ganz entscheidend. Und deswegen ist sie auch so erfolgreich geworden. Ein gutes technisches Verständnis hatte, gute Konzentrationsfähigkeit und athletisch gut war sie ziemlich schnell dann auch in der Nationalmannschaft. Olympische Spiele sind einfach was ganz Grandioses. Also das war mit 23 Jahren dann natürlich. Waren sehr, sehr besondere Winterspiele, weil es kurz nach der Wiedervereinigung, nach dem Mauerfall war, eine erste gesamtdeutsche Mannschaft. Jeder musste erst mal in die Welt finden, was ja nicht so einfach war.
Deutsche mussten sich auch erst finden. Es gab eine deutsche Mannschaft statt mehrere. Wie gesagt, wir durften früher mit denen nicht reden oder sonst irgendwas. Und plötzlich bist du für dieses Land gestartet. Das war, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war schon sehr, sehr komisch damals. Es war alles neu mit Medien, mit Zeitungen, mit Aufmerksamkeit. Und von dem her war auch der Druck sehr groß, auch von außen. Otto, a last-minute selection, in fact. Gefahren ist. Das war nicht so einfach, vor allen Dingen auch sehr schnell die Bahn und deswegen war das schon sehr anspruchsvoll für sie. Und wir haben dort die Daumen mitgehalten, damit es wirklich gut geht. Ne? Oh, that was a slow start for her. Hab dann natürlich viele Böcke reingehauen, also immer mal Einlauf versaut und ich war im Endeffekt nicht stabil. Aber da bin ich, bevor es auf die Gerade, also im Prinzip zwei Kurven vorm Ziel, die war relativ schwierig anzufahren. Alors qu'ici, la pauvre Silke Otto est en grande difficulté. Elle concède une seconde, une très grosse faute. Sie hatte bei mir einfach nicht gestimmt und ich habe dort einfach auf der Gerade eine Bande genommen. Und wenn du da eine Bande nimmst, dann ist die Zeit einfach weg. Und Elle était véritablement en perdition. es war dann im Endeffekt dann der 13. Platz. Aber das ist im Rodeln so, wenn du einen schlechten Lauf hast, bei 4 Läufen, dann gehst du ohne Medaille nach Hause. Aber ich denke, sie war zu jung, aber sie war echt niedergeschlagen. Und es war ein Fehler, aber ich habe aus ihm gelernt. Und ich habe einfach gesagt, du musst mehr machen, du musst weitermachen und noch mehr trainieren oder besser trainieren, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal dann diese Fehler nicht machst, dass du dann schaffst, ganz oben zu stehen. Ne? Und das waren so die ersten guten Versuche, wo wir gesagt haben, dort müssen wir weiter dranbleiben. Die anderen waren immer alle bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Die hatten die Möglichkeit, wirklich den ganzen Tag zu trainieren. Und habe mich dann aber wirklich 96 dazu entschieden, mit 26 Jahren dann doch noch in die Bundeswehr einzutreten. Aber dadurch erhalten die eine Förderung und sind freigestellt von der Bundeswehr oder Bundespolizei nur für den Sport. Und das macht schon sehr viel aus. Und ab da habe ich gemerkt, bin ich auch wieder wirklich besser geworden und konnte mich voll auf meinen Sport konzentrieren. Ja, als Sportlerin, also bei der Silke Otto war es halt so, dass sie ein unheimlich gutes Fahrgefühl hatte. Hat mit ganz viel Gefühl die Strecken gemeistert. Was man am Anfang macht, man geht die Bahn noch mal in Gedanken durch und dann geht eigentlich, das ist so. Denken tust du da nicht viel, weil die Bahn, du musst jetzt nicht schauen, ob rechts oder links, weil die Bahn kennst du, die hast du verinnerlicht. Also das gehört bei uns zum Training, die Bahn, also ideomotorisch abgehen. Man muss sich halt einfach wohlfühlen, den Schlitten laufen lassen und versuchen, so wenig wie möglich halt in den Passagen zu schauen, damit halt die Luft nicht so viel Widerstand hat und man halt so auch noch das ein oder andere Hundertstel oder sogar Tausendstel, sag ich mal, dann für sich entscheiden kann. Beim Rodeln ist ja das entscheidende Kriterium unter anderem der Start. Wenn Silke gefahren ist, denke ich, war der Start schon eher das schwierigere Teil bei ihr. War sie nie mit Abstand die schnellste, obwohl sich das im Laufe der Jahre auch verbessert hat. Dann kommen natürlich die Hebelverhältnisse. Manche haben lange Arme, was natürlich auf der einen Seite vielleicht einen Vorteil bringen kann. Aber es muss alles zusammenpassen. Die ganze Muskelschleife im Prinzip. Wir trainieren ja auch von Kopf bis Fuß richtig, um für den Start. Das ist Aufgrund ihrer Einsatzbereitschaft, auch im Training und so weiter, hat sie eben die Anforderungen erfüllt und hat sich immer weiterentwickelt. Ganz vorne mit dabei. Und das war natürlich schon immer ein unwahrscheinlicher Kampf, jedes Mal sich da über die Nominierungsrennen auszuscheiden. Es
Es dürfen zu Olympia immer nur 3 starten. 6 bis fast 8 deutsche Frauen, die für Nagano, sag ich mal, das Olympiaticket haben wollten. Die Silke ist dann rausgefallen, was mich schon sehr, sag ich mal, überrascht hat. Einfach nicht mitfahren zu dürfen, hat natürlich unwahrscheinlich wehgetan. Also ich habe mich für die anderen total gefreut. Ich glaube, das war der Moment in Nagano, wo ich wirklich daneben stand und wusste, dass ich hätte dort genauso mit um Medaillen fahren können und konnte aber nicht. Und das hat wirklich ganz sehr wehgetan im Herzen. Und da habe ich mir geschworen, 2002 bist du dabei. Und das war, denke ich mal, ein guter Motivationsschub. Ich habe den Stress von ihr ferngehalten, habe sie immer wieder aufgebaut. Das ist ganz wichtig, dass sie mental stark ist. Es nützt nichts, wenn sie trainiert hat im Kraftraum, wenn sie mental schwach ist. Das muss im Einklang stehen. Ja, Ronald hat immer hinter mir gestanden. Er hat es mir beigebracht. Ich war früher ein bisschen, ja, will ich sagen, weicher manchmal. Ich einfach jetzt sagen, jetzt denke ich nur an mich. Ich möchte ganz oben stehen. Wobei ich immer gesagt habe, Silke, du bist Weltspitze. Du musst in dich selber Vertrauen haben und sagen, du schaffst das. Oh, Salt Lake war das Größte, was ich erlebt habe. Ja, für sie natürlich das Highlight, was du erleben kannst im Sport. 15,000 fans turning their attention to the top of the track. Es waren 15.000 bis 20.000 Leute an der Bahn. Und die haben auch schon am Start gestanden, viele Leute. Und überhaupt die Menschen insgesamt, es war eine bombastische Stimmung und auch bist du so gespannt und... Ich habe Silke immer gesagt, nutze es als Motivation. Alle Leute schreien. Ja, meine größten Konkurrenten sind dann schon im eigenen Land gewesen. One of the strongest nations in any sport in Olympic history. The German women's losers. Es waren wieder 3 ganz starke deutsche Damen am Start, also mit Silke Krauser, Silke Otto und mit mir. Und das hat uns, denke ich, auch, dieses hohe Leistungsniveau hat uns alle gepusht. Very strong speed, 76 miles an hour, and she crosses the finish line in first place. And it is a new track record. Und das war gleich Bahnrekord und das ist natürlich für die anderen erstmal auch ein psychologischer. Here is the defending Olympic gold medalist from Germany, Silke Krauschauer. Ich wollte natürlich gerne meinen Titel verteidigen und wollte nochmal Olympiasiegerin werden. Everyone says she's the one to beat. Oh, she's tapped the wall. That is huge. Es kann halt dann auch ein Fehler passieren, wenn man zu sehr ans Risiko geht. By hitting the wall, she has cost herself first place. Oh, das war's jetzt. Jetzt ist der Traum von der Medaille futsch. And now a look at Barbara Niedernhuber. Und selbstverständlich habe ich dann angegriffen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht fährst du einen sauberen Lauf runter, gibst noch mal alles, dass du dir nichts vorwerfen kannst. 0.02 of a second ahead at the second to last split. Will she hold on to her position? Yes. Barbara Niedernhuber can do no worse than a silver medal. Und dann ist es einfach nur noch ein Gottesurteil sozusagen. All eyes go back to the top, the third and final German, the 2-time world champion with the palindromic last name, Silke Otto. Und wenn die runter trifft, ist sie vorn. Trifft sie nicht runter, habe ich das Glück, dass ich eben die Goldmedaille schaffe. Also und für diese 4 Jahre arbeiten und auf den Punkt genau dann dabei zu sein. Genau auf diese 1 Minute oder diese Sekunde. Ich hatte ein Ziel vor den Augen und das habe ich auch konsequent verfolgt. Silke Otto told me 3 days ago that she was going to win the gold medal. She was that confident. Die größte Stärke, das war eigentlich ihre Nervenstärke. She's got a 0.3 of a second lead. Now, that doesn't seem like much, but in luge, that is huge. Du guckst nur auf die Uhr. Beautiful run. Also für mich war der Wettkampf eigentlich nur traumhaft. You win a gold medal in Germany, you become a hero. And Silke Otto joins the club with the gold medal here at the 2002 Winter Olympics.
ganze Jugend, was du dafür hergegeben hast und wie lange du trainiert hast, dann ins Ziel zu kommen und Olympiasieger zu sein, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das war so ein Mega-Gefühl, das ist einfach Freude pur. Und kriege ich jetzt noch Tränen in die Augen. And the Olympic champion and gold medalist representing Germany, Silke Otto. Das ist wie ein Rockstar gewesen. Und alle schauen dir zu. Und, oh, das ist ein toller Moment. Also die Rückreise, die war schon total crazy. Die Olympiasiegerin in Rom, Damen Einzige. Hier ist Silke Otto! Also da stand mein halber Ort dort und die Musikkapelle. Da bist du nur noch von Glück und Emotionen überwältigt, wenn du dort ankommst. Ne? Das war schon ganz, ganz toll. Ein Sportlertraum ist wahr geworden. Unsere Zündorfer Bürgerin ist Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen geworden. Ja, das macht die Stadt natürlich stolz, eine Olympiasiegerin zu haben, weil Silke ist ja dadurch auch Vorbild. Und sie hatte natürlich da auch so eine Besetzung, ja, für uns, also Image. Silke hat natürlich gute Kontakte zum Bürgermeister gehabt. Entschieden in der SPD, wir fragen die Silke, ob sie nicht sich auch in der Stadt politisch engagieren möchte im Stadtrat. Ich dachte, puh. Aber grundsätzlich habe ich mir gedacht, du wohnst jetzt hier, du verbringst deine ganze Zeit hier. Und du hast die Möglichkeit, was mit zu bewegen. Und aus diesem Grund habe ich dann einfach Ja gesagt. Ich setze mich eigentlich schon ein für sportliche Belange. Und das haben wir eigentlich auch versucht mit unserem Kindergarten, mit der großen Bewegungshalle. Also Sport für Kinder ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ist ja ein Vorbild für jüngere Leute. Sie hat auch versucht, irgendwo ihre Sachen dann immer irgendwo weiterzugeben und hat irgendwie anderen auch geholfen. Was ist eigentlich Ihr größter Wunsch? Dass Zündorf so sportbegeistert bleibt, wie es ist. Dankeschön. Und jetzt war es eben die Kunst, bis zu den nächsten Olympischen Spielen diese Höhe zu halten. Mein großes Problem war 2005. Ich hatte immer Probleme mit der Halsmuskulatur und bei mir wurde dann ein Bandscheibenvorfall festgestellt, wo ich dann wirklich der Arzt doch gesagt hat, ja, sieht nicht so gut aus und entweder OP oder ich muss meinen Sport beenden. Ich musste dann auch, ich habe mich dann für die OP entschieden, weil mit meinem Sport war natürlich, da wollte ich überhaupt nicht dran denken. Ich war noch nicht so weit zum Aufhören. Sie hat aber, sag ich mal, das gut überstanden. Sie hat dann dort auch gleich ihre Reha gemacht und ist auch relativ schnell dann wieder... Ich habe dann Sondertraining gemacht. Ich musste mich an mein Kopfhaltegerät gewöhnen. Früher, also wir sagen immer im Sitzen durchfahren, wenn man den Kopf sehr hoch hebt, ne, ist natürlich aber aerodynamisch nicht gut. Und ich musste wirklich, also ich habe mich in dieser Zeit dann an mein Kopfhaltegerät gewöhnt und ich konnte es wirklich einsetzen und ich bin dann wirklich durch die Zielkurve eingehangen, optimale Fahrlage gefahren und habe da unten dann noch mal ein 1,5 Zehntel rausgeholt. In den Trainingsprozess eingestiegen und hat auch die ganze Vorbereitung in Turin, ist sie mitgefahren. Dasselbe Spiel wieder. Hol dir eine Medaille. Dass sie es drauf hatte, wusste ich. Aber ob das dann alles so eintrifft. Also Turin war im Vorfeld nicht einfach. War sie sehr schnell. Die unteren Kurven waren teilweise recht dunkel, wenn es zugehangen war. Also auch schon, wo wir zum Training dort waren viele, viele Stürze. This track is unbelievably fast. Oh, she's in trouble. Oh. Weil der Staatsanwalt da war und weil es wirklich schlimmere Stürze auch waren. That was a horrible crash. Die Bahn war teilweise gesperrt.
Dann sitzt du am Start. Das kann dir genauso passieren. And this is a defending Olympic champion from 2002. Ja, das lernst du als Sportler. Angst darfst du nicht haben beim Rennrodeln oder überhaupt in Rennsportarten, weil Angst hemmt dich. They know there's been a crash. This is where mental fortitude comes in. Und das ist ein Nervenspiel, aber da war Silke die Beste. Und du musst in dem Moment dann auch auf deine eigene Leistung vertrauen. Sagen, okay, ich kann das. Ja, passieren kann immer was, aber Angst darfst du nicht haben. Now, this woman had surgery to repair some discs in her lower back this past July, so she is still working to get back into shape, sliding extremely well. Oh, there it is. She found in the bottom with a new track record. So Silke Otto takes over the early lead and she breaks the track record. Ging eigentlich wie Salt Lake los, dass ich gleich mit Bestzeit auch im ersten Lauf wieder gestartet bin. Silke Otto posts a very good first run time. Ja, also wir haben in dieser Zeit wirklich die Weltspitze bestimmt und dass Deutschland gewinnt, war klar, aber welche Deutsche das? Silke Krausauer of Germany, part of the strong German contingent, getting ready for her first run, and a heated rival of our leader Silke Otto of Germany. Die absoluten Weltspitze dominiert haben, war das eigentlich immer fast täglich schon immer Silke gegen Silke. Welche steht oben oder oftmals haben sie eben auch gesagt, ja, wir brauchen es uns ja eigentlich gar nicht angucken, wir gucken dann nur, ob die Silke mit I oder die Silke mit Y auf dem ersten Platz steht. And those two women are not friends anymore. They used to be very good friends. Now they're very competitive. She's going after it right now. She's really trying to bury her head in some of the portions of this track, driving some really nice lines. 76 miles per hour at the last speed check. She comes to the finish. She set a new track record with that second run. Wenn es die sportliche Leistung ging. Besonders ehrgeizig. She's flying down the track right now. Ja, sie ist eine sehr ehrgeizige, zielstrebige Sportlerin. And she set yet another track record, 46.820. Silke hat also bei dem Wettkampf den ersten, zweiten und dritten Lauf optimal reingebracht. Und das ist ja dann das Wichtige, die Nerven zu behalten. Es gibt ja 4 Läufe. Silke fährt und keinen riesengroßen Fehler oder irgendwas macht, dann hat sie gewonnen und ich, sag ich mal, habe dann die Silbermedaille gewonnen. Silke Otto of Germany, trying to go back-to-back gold medal. She needs to be perfect in order to win it. The advantage is not a large one, so she's got to stay focused all the way down. Oben einen leichten Fehler gemacht. Little problem out of 16. I'm not sure that's going to affect her, but there was a little issue there. Zwischendurch, ich glaube bis auf 800stel oder so, alles verloren, die ganzen 3 Zehntel, das war alles weg. Oh, it is a close margin at this point. She has to be flawless in the bottom. Wo ich dann auch noch mal kurze Zeit Hoffnung hatte, vielleicht reicht es ja doch für mich. Aber durch mein Kopfhaltegerät, meine veränderte Fahrlage, die Nutzung des Kopfhaltegerätes, konnte ich unten raus wieder optimale Fahrlage fahren. Head laid back in nice position. She's driving some great lines. Beautiful out of 16 into 17. Jetzt musst du fahren. Kopf weg und alles treffen. Here comes Otto to the finish. And gold! Silke Otto gets gold in consecutive Olympic Games as she really turned it on down the stretch. Eben durch meine Operation an der Halswirbelsäule, das einfach nochmal, wo ich eigentlich vom Sport stand, aber es dann nochmal zu schaffen, Turin ist für mich der emotionalere Olympiasieg. Es ist auch viel, viel harte Arbeit. Und du hast eigentlich dein ganzes Leben da. Oh, komm. Aber das war ein langer und schwerer Weg, aber den hat man ganz gut gemeistert. Im Endeffekt, hinter jedem starken Menschen steht auch ein starker Partner. Also er hat viel dazu beigetragen, bin ich auch unwahrscheinlich dankbar dafür.
28 Jahre diesen Sport gemacht. Ich habe ihn gerne gemacht, ich habe ihn geliebt. Und mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn man zurückblickt und eigentlich das erreicht, was ich erreicht habe, kann man auch mit gutem Gewissen aufhören.